Schönen guten Morgen, Frau Klaus. Hallo, Frau Jung. Ich freue mich, Sie heute interviewen zu können und ich habe heute einige Fragen für Sie. Dann mal los. Okay. Ich kann jetzt nicht sagen überrascht, sondern ich wusste es ja, dass Vietnamesen sehr wissenshungrig sind und dass sie mit sehr viel Elan alles in sich aufgenommen haben und alle Möglichkeiten auch versucht haben, mehr zu erfahren von unseren Universitäten, von der Wissenschaft in Deutschland, und das haben wir natürlich auch versucht zu ermöglichen. Als ich sozusagen vor fast 30 Jahren da war, gab es noch nicht, auf keinen Fall öffentliche Busse für Hanoi, sondern ich war vor einer Masse von Fahrrädern. Aber trotzdem, man konnte sich durch die Fahrräder hindurch schlängeln und hat auch alles geschafft, über die Straße zu kommen. Ja. Ich muss dazu sagen, während meiner Zeit, als ich ständig für 3 Jahre ständig in Vietnam war, fand ich es ganz fantastisch, dass in dem neu entstandenen Busverkehr in der Stadt klassische Musik gespielt wurde. Das fand ich hervorragend. Ich bin gerne mit dem Bus gefahren, weil es so schöne Musik darin gab. Das war sicherlich nicht bei allen Busfahrern der Fall, aber zumindest ich habe mehrfach Busfahrer getroffen, die klassische Musik abgespielt haben. Und dann war die Fahrt von der Universität nach Hause sehr kurzweilig. Und außerdem muss ich sagen, dass alle immer, auch die Schaffner, sehr positiv waren und haben immer versucht, mir einen Platz zuzuweisen. Ich wollte es einfach eigentlich gar nicht, ich wollte genauso behandelt werden wie die anderen Passagiere, aber sie waren immer sehr höflich und sehr nett. Und natürlich kann ich auch nur das Essen in Vietnam sehr, sehr loben. Ja. Aber manchmal hatten wir doch auch Appetit auf etwas, was wir von zu Hause her kennen. Und dann sind wir auch in ein belgisches Restaurant gegangen. Das gab es zu Anfang, also 2003, als ich nach Vietnam kam und als die Außenstelle eröffnet wurde, da gab es das noch nicht. Ja, aber sehr bald gab es dann doch schöne Bäckereien und Cafés auch. Aber Cafés gab es in der Art schon in der Altstadt von Hanoi eigentlich immer. Die größte Barriere ist natürlich die Sprache. Vietnamesisch ist eine außerordentlich schwierige Sprache. Es gibt doch auch immer wieder Vietnamesen, die Englisch sprechen, und gerade in meiner Umgebung, Wohnungsumgebung, waren einige der kleinen Geschäfte mit Besitzern, die auch in Deutschland tätig waren und die sich dann freuten, wenn man mit ihnen etwas Deutsch sprach. Und für mich war es natürlich auch sehr schön, sie waren dann die Vermittler zu anderen auch wiederum. Ja. Und was ich sehr positiv fand, zum Beispiel, ich bin ein Freund von Blumen, und wenn ich zu dem örtlichen Blumenhändlerin ging und nicht sie selbst, die Besitzerin, am Stand war, sondern jemand anders und mir irgendwie die Blumen dann verkauft hat und hat einen Preis gesagt, dann hat eine Besitzerin gesagt, nein, sie gehört zu uns. Sodass ich schon als dort Wohnende, als Einwohner Hanois angesehen wurde.
Sie sind so Hanoierin geworden. Ich so. bin dann Hanoierin geworden und als ich später mal nach einigen Jahren wieder in die Gegend gegangen bin, meiner ersten Wohnung, das aber nicht mehr mittlerweile zu einem kleinen Hochhaus geworden war, saß da eine Verkäuferin gegenüber und zeigte auf mein Haus und zu mir, und sie hatte mich erkannt, dass ich mal dort drüben auch gewohnt hatte. Ich gehörte zu der Umgebung. Wenn ich jetzt dorthin käme, ich würde sie ja nicht mehr wiedererkennen. Aber ich meine, allein durch den Augenkontakt oder ein freundliches Lächeln oder Nicken ist ja auch ein Gruß. Ja? Ich weiß nicht, ob es in Vietnam dann so üblich wäre, älteren Leuten, die ich nicht kenne, zuzuwinken. Natürlich Kindern auf jeden Fall. Ja? Da versucht man immer mit Kontakt zu bekommen. Ich hatte 14 Tage, um zumindest, ich sag mal, etwas über die Struktur der Sprache zu hören, denn ich war halbtags noch sozusagen in meinem Büro und musste natürlich auch das weiter vermitteln und bearbeiten, und einen halben Tag hatte ich dann die Möglichkeit, mit einem Sprachlehrer etwas über die vietnamesische Sprache zu hören, versuchen auch die verschiedene Struktur zu erkennen, aber das war einfach viel zu wenig und das hat für mich eigentlich nichts bewirkt, aber ich bin trotzdem zurechtgekommen. Ich kann immer Mot Hai Ba. Das immer. Und Augenblick. Chuk Mung Namoy. Chuk Mung Namoy, ja. Perfekt. Nicht. Früher wusste ich auch noch, was heißt noch weiter vorwärts oder zurück, wenn ich mit dem Taxi gefahren bin. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist ja immerhin 17 Jahre her. Wenn ich jetzt nach Hanoi fahren würde oder fliegen würde, dann würde ich gerne so ein bisschen vom alten Hanoi noch gerne wiedererkennen. Ich würde auch gerne durch wie heißen die Straßen, diese Handwerkerstraßen, die ursprünglichen Handwerker- oder Gewerkestraßen gehen der Altstadt und mir dort das Treiben nochmal ansehen, oder was heißt nochmal, überhaupt sehen, wie es sich vielleicht gewandelt hat. Ich hoffe, dass es doch vieles noch so ist wie vielleicht vor 20 Jahren. Die Eigenschaft, die man immer haben muss und überall ist, man muss offen sein und man muss freundlich dem Gegenüber entgegentreten oder entgegenkommen. Und auch wenn man die Sprache nicht spricht, ein freundliches Nicken ist immer eine Verbindung zu einer anderen Sprache auch und zu anderen Menschen. Hallo. Hi. Nico, er muss alles kontrollieren. Genau, alles gut, du. Nico, komm her. Komm her.